Hallo ihr Lieben, jetzt kommt wieder ein UFO, ein unfertiges Objekt. Und zwar habe ich hier ja dieses schöne Art Journal, das ich mir mit dem Sommersprossenpapier von der lieben Uschi Stoffels gemacht habe, vom Kanal Junk Usi. Und da habe ich diese Seite gestaltet. Und da möchte ich gerne mit dieser Serviette, die also das Ganze wieder aufgreift, so zarte Blumen im Hintergrund, ein Schmetterling und dieses Türkisblau, mit der Serviette möchte ich diese Seite gestalten. Und zwar umrande ich mir das Ganze mit einem Wassertankpinsel. Nehme ich die Borte mit oder nicht? Ich nehme sie mal mit. So, und dann kann ich hier schön, da fällt mir auf, ich hätte erst die erste Schicht ablösen müssen. Naja, kann ich gleich noch. So. Okay. Also sinnvoller ist es, das erst abzutrennen, ne? Dass ich erst nur die oberste Lage habe und dann den Wassertankpinsel zu nehmen. So, das hier lasse ich ruhig dran. Das habe ich hier auch gemacht. Da ragt die Serviette hier so ein bisschen rüber und ich finde das eigentlich total schön. Das hat noch so eine schöne Haptik. Das mache ich hier auch. So, und dann lege ich das Ganze hier so hin. Und dann klebe ich es fest mit, das ist Kleber-Wasser-Gemisch, also ganz normaler weißer Kleber. Und dann im Verhältnis ja 1:3, 1:4 Wasser dazu gemischt. So, hier am Rand gehe ich auch drüber, weil ich die Serviette ja hier lassen möchte. Und damit die einigermaßen hält und stabil ist und nicht sofort abreißt, klebe ich die auch ein. Dann hat die so eine Schutzschicht sozusagen. So. Ich befürchte, dass der Untergrund viel zu dunkel ist für diese Seite. Also man erkennt die Blümchen noch so ein bisschen, aber die Schmetterlinge ja schon mal gar nicht. Aber egal, dann ist das, wir lassen es jetzt erstmal trocknen und dann ist das eben notfalls einfach ein Untergrund und mit dem arbeiten wir dann weiter. Ich lege hier noch was zwischen. Es ist jetzt getrocknet und wie man sieht, sieht man nichts. Also wie gesagt, die Blümchen kann man noch so ein bisschen erkennen, im Hintergrund die Schmetterlinge gar nicht. So, jetzt überlege ich mir, ob ich einfach das Motiv nochmal nehme, also diese Ecke, und mit Prittstift draufklebe. Oder ob mich das gar nicht interessiert und ich das jetzt einfach als Hintergrund nehme. Wobei ich wollte schon gerne, dass man zumindest die Blumen sieht. Ich probiere das jetzt einfach mal. Also, diesmal andersrum. Erst die obere Lage nehmen. Mit Wasser umrunden. So, hier auch ein bisschen, damit es ein gewellter Rand ist. Vorsichtig abreißen.
Wisst ihr, warum das gar nicht geht? Weil diese Serviette, dadurch, dass ich da dieses Kleber-Wasser-Gemisch raufgestrichen habe, ist größer geworden. Wenn ich hier nämlich die Linie unten auflege, dann deckt sich hier, seht ihr das hier? Diese Blume ist einen halben Zentimeter höher als diese hier. Dann mache ich unten die Borte weg. Und dann machen wir aus der Not eine Tugend. Dann klebe ich das Ganze hier ein bisschen tiefer und dann haben wir hier nämlich zwei Blumenranken, die hier oben, die man noch so ein bisschen sieht und diese hier. So, okay, also mit Prittstift drauf, denn wenn ich mit, das Problem hier war, dass die Serviette ein bisschen durchscheinend geworden ist, ne? Dadurch, dass ich die mit dem Kleber getränkt habe. Wenn ich jetzt hinten, also wenn ich das mit Prittstift draufklebe, dann bleibt die Fläche insgesamt mehr intakt. Das heißt, dieser durchscheinende Effekt, der darf in der Form dann nicht passieren. Ja. So, jawohl. Dann nehme ich mir jetzt so ein Posca-Pen, das ist der PC1MR, und male so ein bisschen die Blumen nach, damit die hiermit besser zusammenpassen. Ne? Also sag mal, die hinten, die lasse ich auslaufen ins Diffuse, ins Hellere, und aber hier vorne so die stärkeren, die sollen ja mehr in den Vordergrund treten und die werde ich einfach etwas hervorheben. Okay, also wie gesagt, es soll ja nur der Hintergrund sein. Hier vorne sieht man ja die Umrandung der Schmetterlinge. Da habe ich mir hier auch so einige Schmetterlinge rausgesucht, die ich noch habe. Die passen auch zu diesen hier. Da gucken wir mal, das müssen ja etwas größere sein. Also, und nicht die gleichen wie die hier, also diese beiden zum Beispiel. Die beiden passen sehr gut. So, dahinter möchte ich aber noch, damit das nicht so das gleiche ist wie auf dieser Seite, noch ein bisschen Buchseite, also dass er diesmal etwas mehr aufgefächerte Flügel hat. Das heißt, gucke ich erstmal hier in meine Restekiste. Das ist zu brüchig. So. Das ist auch schön. Nehmen wir jeweils 2 Seiten. Das ist auch schön. So. Die beiden nehme ich hierfür. Und die beiden hierfür. Das
tackere ich mir erstmal in der Mitte. So. Und dann schneide ich das einfach mit dem Schmetterling aus. So. Einmal. Jawohl. Der kommt hier hin. Da kommen auch gleich noch Fühler ran. Und von dem hier reiße ich mir hier so die gerade Ecke ab. Also ich sehe mal zu, dass ich in dieser Kiste übrigens so rechteckige Sachen habe. Also ohne groß krumme Ecken und sowas. Das lässt sich besser verstauen und lässt sich auch besser verarbeiten am Schluss. Also so rechteckige Sachen kann man immer benutzen. So. Und der kommt hier hin. Ja. Dann nehmen wir den schwarzen dünnen Draht und da mache ich wieder, so wie hier auch, so Fühler draus. Zwei Stücke. Na. Nehme ich mir so eine dünne Rundzange und drehe hier oben einfach den Fühler so ein bisschen auf. So. Und dann verzwirbel ich das hier so ein bisschen, damit ich hier noch so eine Schlaufe habe. Und dann kann ich das hier schön drunter kleben. Ein bisschen schmaler. So. Und dann kann ich das von hier so drunter kleben, sodass das hier noch ein bisschen Halt hat. Ne? Kann ich hier eigentlich auch gleich noch mit ein bisschen Tesa festkleben. So. Das hält das hier schon mal ein bisschen im Platz. Und wenn ich das dann alles aufklebe, dann fallen die nicht mehr ab. So, das gleiche mache ich bei dem. So, fertig. Der kommt dann hier hin. Jetzt wachsen die Blumen hier natürlich aus so einer hellen Himmelsfläche quasi raus. Also ich muss hier noch so ein bisschen Boden simulieren. Das mache ich genauso wie hier. Also hier das meiste, das war schon, ne? Das war schon mit Kaffee gefärbt. Ich werde hier jetzt einfach mit einigen bunt Aquarellstiften das hier anmalen. So, und zwar sind das die Albrecht Dürer Faber-Castell-Stifte. Werbung ohne Auftrag. Ich finde sie einfach toll. Male ich hier so ein bisschen rüber. Unten dunkler als oben, weil das einfach natürlicher ist. Ne? Auch ein bisschen schwarz am besten rein. So, und dann Wassertankpinsel und ein bisschen verschmieren.
Und dann haben wir halt den Effekt, dass die Pflanzen jetzt hier aus einem Boden wachsen, ne, und nicht irgendwo einfach in der Luft hängen. Ja. Dann klebe ich die jetzt erstmal auf, dann kann ich die nämlich auch noch ein bisschen umranden. Hier haben wir den 3D-Effekt jetzt auf unterschiedliche Weise, ne? Hier haben wir die unterste Ebene komplett aufgeklebt und haben hier oben die Flügel. Und hier ist nur in der Mitte aufgeklebt und von der Pappe der Flügel steht hoch, ne? Einfach eine andere Technik. So, die Flügel umrande ich jetzt noch mal ein bisschen mit einem schwarzen Stift. Der wird auch noch ein bisschen angefeuchtet. So. Und das hebt die Schmetterlinge noch mal ein bisschen mehr nach vorne. Das hatte ich hier nicht gemacht. Ich überlege gerade, ob ich das hier noch mal nachmache. Aber die Seite war ja fertig. Also da fummel ich jetzt nicht noch mal dran rum. Dann habe ich mir hierfür schon einen Spruch rausgesucht. Den hatte ich schon fertig. Da habe ich mal in einem anderen Video so ausgeschnittene Sprüche aus Magazinen und so weiter, aus Zeitschriften auf Pappe aufgeklebt. Und davon ist das noch über. Das könnte ich hier oben hinkleben. Dann haben wir da nämlich auch noch mal was. So. Ich finde das total toll, dass die Seiten so richtig schön zusammenpassen. Ne? Man sieht, das sind einzelne Seiten, ne? Die Gestaltung ist ja auch ganz anders und trotzdem ist das eine schöne Einheit. Wenn ich mir die Seite so angucke, da fehlt mir noch was. Also diese hier finde ich runder in sich. Vielleicht auch, weil hier mehr Farbspiel ist im Hintergrund. Auf jeden Fall, das ist mir so ein Balken. Hier oben ist mir so ein Balken. Und deswegen habe ich mir noch so ein paar alte Briefmarken, also 3 alte, eine neuere Briefmarken rausgesucht. Und da dachte ich jetzt, die könnte ich vielleicht hier so irgendwie noch aufkleben. So vielleicht. Dann ist da noch so ein bisschen was. Das mache ich. Und dann fehlen mir noch, so wie hier auch, hier sind so kleine Farbspritzerchen. Dann nehme ich hier noch meine Action Metallic Farben. Die habe ich sogar mal geswatcht. Da gucken wir mal, welche Farbe passt. Diese, das wäre die hier. Und vielleicht noch ein bisschen das hier oder das. Nehmen wir die. Also die hier. Ich habe mir die hier beschriftet. 4,5, 4,5, also Reihe 4, 5. Farbe, damit ich weiß, wo was hinkommt und welche Swatchfarbe welches Fässchen war. So, die Briefmarken kleben. Jetzt noch die Farbspritzer rauf machen. Also hier schön einweichen, ordentlich Wasser rauf, ne, damit das Ganze flüssig wird. Jawohl. Das gleiche mit dem Hellblau. Ist noch ein bisschen braun drin, ist aber nicht schlimm. So.
Okay, von der Schrift wische ich das ein bisschen weg, damit man das noch lesen kann. Das muss jetzt noch trocknen und ansonsten definiere ich diese Seite als fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.